Hallo. Hallo, ich bin Monika. Und ich bin Thomas. Und wir leben und arbeiten in einem großen Industriegewächshaus. Um euch das zu zeigen, kommt einfach mit. Das hier ist unsere Terrasse unter dem Glasdach, also ein Großgewächshaus, ein Industriegewächshaus, und wir haben das kombiniert mit unserer Wohnung und mit unseren Geschäftsräumen. Das Glashaus an sich überspannt ca. 1000 Quadratmeter. Das Prinzip Haus im Haus könnt ihr hier ganz gut sehen. In diesem Bereich sind unsere Wohnräume angelegt. Auf der Decke ist die Verkaufsetage. Rechts von unserem Wohnbereich befindet sich der Galerie- und Kaffeebereich. Eine klassische Eingangstür gibt es nicht. Wir haben dann lediglich hier ein Schild stehen, privat. Von den meisten wird es akzeptiert, aber es gab auch schon Fälle, wo die Kunden einfach dran vorbeigegangen sind und dann doch in der Wohnung standen. Aber damit kann man irgendwann leben. Ja, das ist eine Lampe, die ich selbst gebaut habe. Als wir noch Garten- und Landschaftsbau betrieben haben, hatten wir den Auftrag, in einem Grundstück einen alten, vertrockneten Flieder mit Drehwuchs zu entfernen. Und da habe ich mir gedacht, das ist zu schade wegzuwerfen. Und da habe ich halt eine Lampe draus gebaut. Manchmal braucht man eben auch Privatsphäre. Dann ziehen wir uns in unseren Wohnwürfel zurück. Kommt einfach mit. Wir befinden uns jetzt in unserem kombinierten Wohn- und Küchenbereich. Wie ihr seht, ist bei uns alles relativ reduziert, um einfach auch das Glashaus wirken zu lassen, dass wir den wirklich sehr schönen Blick, den wir haben, diesen unverbauten Blick ins Grüne haben. Im Hintergrund sehen wir eine Ziegelwand, Sichtmauerwerk. Das haben wir gemeinsam mit unserer Familie und Freunden in mühevoller Kleinarbeit geschaffen, indem wir 16.000 Abrissziegel von Mauerputz und Mörtel befreit haben. Ja, und dann eben diese Wand hochgezogen haben. Im Winter ist das ein hervorragender Wärmespeicher. Im Sommer das ganze Gegenteil. So ein Ziegelmauerwerk ist, man sagt dazu, hygroskopisch, also nimmt Luftfeuchte auf und verdunstet diese, also kühlt letztlich die Innenräume im Sommer. Die Küche hier im Wohnbereich würde ich euch einfach gerne noch mal zeigen wollen. Kommt einfach mit. In unserer Küche findet man, das ist das Erste, schon erstmal unsere schöne Ziegelwand wieder. Wir wollten keine Küche haben mit Hängeschränken und so den ganzen normalen Kram, haben uns das ausgedacht halt mit dieser Kochinsel, die Trennung jetzt zum Wohnraum hinzubekommen, und haben jetzt erst kürzlich mal die Arbeitsplatten ausgetauscht. Ansonsten ist die Küche so wie vor 30 Jahren konzipiert. Uns bis heute eine große Freude. Also ich koche oder wir kochen da wirklich sehr, sehr gern dran. Eine Abzugshaube von meinem Schwiegervater entworfen, gebaut, und auch unser Tischler hat uns noch diesen Esstisch dazu gearbeitet mit einer Schweizer Kante, was ich ganz schön finde. Das heißt, der Tischler fräst die Platte so an, dass sie einfach in dieser Stärke dann optisch wahrgenommen wird. Aber von Haus aus ist es diese dicke Platte. Das ganze Geschirr, was man natürlich in der Küche hat und braucht, haben wir einfach in einen alten Wäscheschrank untergebracht. Ihr könnt gerne mal reinschauen. Von mir selber abgelaugt und restauriert. Und der dient nach wie vor uns als Küchenschrank, der eben eigentlich keiner ist. Die Voraussetzung war, um jetzt so eine Wohnraumküche zu machen, dass wir eine Speisekammer haben. Die lobe ich jeden Tag auch, dass man hier einfach einen Raum hat, wo alles rein kann, wo die Geräte stehen, wo die Vorräte sind, wo es etwas kühler ist, wo einfach alles ist, was davon nicht sein darf, was aber benötigt wird.
Ja, das ist unser Kaminofen, den haben wir nachgerüstet. Da kam gleich die Gasversorgung, weil die dachten, wir haben am Gaszähler manipuliert, denn da sind die Heizkosten extrem nach unten geklettert, denn der hat paar 50 kW, der heizt also hier den gesamten Wohnbereich und Gangbereich ausreichend. Jeder denkt sich natürlich jetzt so ein riesen Glashaus, so viele Glasscheiben. Klar, Fenster müssen geputzt werden. Kann euch das gerne zeigen. Wir machen das hier drin mit einem Roboter. Und draußen, erstaunlicherweise, ist der große Helfer der Regen. Nach 30 Jahren ist noch nicht eine Scheibe zu Bruch gegangen und das finde ich jetzt schon bemerkenswert. Mit 800 Mark Eigenkapital haben wir den Betrieb gegründet und dann das kleine bisschen Werkzeug, was jeder Kleingärtner vor Ort hat, eine Schubkarre, eine Schaufel, einen Spaten, einen Rechen. Ja, mehr war da nicht. Wir mussten natürlich sehr viel Überzeugungsarbeit den Banken gegenüber leisten. Die haben erst gesagt, ja, Herr Dill, Sie als Maschinenbauingenieur wollen eine Gärtnerei auf der grünen Wiese eröffnen, das wird nie was. Ja, die Idee mit dem Haus kam, weil es ganz wichtig ist, dass der Gärtner nah an seiner Produktion wohnt. 1995 haben wir begonnen mit dem Bau und 1996 sind wir schon eingezogen. Vieles ist im Eigenbau entstanden. Wir hatten viel Elan und wir hatten viel Freude, sodass von der Planung bis zum Einzug 1,5 Jahre vergangen sind. Ich denke mal, das ist schon eine sportliche Sache. Die Planung unserer Wohnung hat sich zwangsläufig dem Grundriss des Industriegewächshauses anpassen müssen. Das heißt, unsere Räume sind in Reihe angeordnet. Die würden wir euch zeigen. Ja, jetzt befinden wir uns in unserem kleinen Badezimmer. Das heißt, klein, für 2 Personen sollte es genügen. Am Anfang war das alles gefliest mit weißen Fliesen. Der Fußboden war gefliest, die Wände waren gefliest. Konnte ich diese Fliesen, wenn ich in der Badewanne lag, nicht mehr erblicken und auch die Raufaser an der Decke nicht. Also hatten wir uns eine neue Idee entwickelt, nämlich Mikrozement, alles überspachteln, den Fußboden und auch die gefliesten Wände und das andere dann mit Holz verkleiden. Wir haben auch, wie man sieht, teilweise Lehmspachtel an den Wänden. Das hat den großen Vorteil, dass wenn man duscht, kein Spiegel mehr im Bad beschlägt. Also dieser Lehm nimmt also die Feuchtigkeit auf und das verhindert eben das Beschlagen der Spiegel im Raum. Die Lampe habe ich selbst gebaut. Ich dachte mir, ja, Kupferwasserrohr im Bad, das passt. Und da habe ich da eben eine Lampe draus kreiert. Ist eigentlich jetzt eine sehr uns angenehme Atmosphäre hier drin, sodass man auch mal längere Zeit in der Badewanne liegen kann. Ja, das ist unser multifunktionales Schlafzimmer. Man kann hier ruhig und entspannt schlafen, man kann aber auch Sport treiben und man kann sich an besonders kalten Wintertagen auch schnell mal in die Infrarotkabine setzen und aufwärmen. Im Haus nennt man mich schon Meister Lampe, weil ich der große Lampenexperte bin hier. Aber hier gehörte nicht viel dazu. Hier haben wir einfach Dekomaterial aus unserer Verkaufsetage genommen und dort eine Fassung reingehangen. Fertig ist die Nachttischlampe, so schnell geht's. Wir haben auch hier diesen Lehmputz verwendet, sowohl an der Decke als auch hier an der Wand. Und das ist wirklich ein tolles Klima. Also können wir auch wirklich nur empfehlen, mit diesem ganz einfachen Material zu arbeiten. So nach einem guten und erholsamen Schlaf muss man wieder ans Arbeiten denken. Und wir zeigen euch gerne noch unsere Arbeitsräume. So, und da sind wir jetzt in meinem Arbeitszimmer. Herzlich willkommen auch hier.
Unsere Kinder sind ja nun schon so einige Jahre aus dem Haus. Das heißt, ein Kinderzimmer wird dann halt umfunktioniert und für mich halt in ein Arbeitszimmer und in ein kleines Gästezimmer. Dieser Blauton ist auch eine Mixtur aus irgendwie vorhandenen Farbeimern, die wir hatten, gemischt und einfach, ja, fanden das, ich finde das Blau sehr schön, sehr strahlend. Schaut mal, mein Mann, wirklich schon so ein halber Künstler an allen Stellen unseres Hauses, finden wir auch so seine kleinen Arbeiten. Gartenbau war ursprünglich überhaupt nicht mein Ding. Ich hatte all die Jahre meinen eigenen Job und bin jetzt die letzten Jahre dazugestoßen, was mir auch sehr viel Spaß macht. Unser Konzept Arbeiten und Wohnen in einem, das heißt eben in unserem Fall im Glashaus unter einem großen Glasdach, hat eben auch den Vorteil, so wenn ich hier arbeite und dann doch wieder ins Geschäft muss, diese kurzen Wege. So, 3 Schritte aus dem Büro und schon sind wir bei uns in den Verkaufsräumen. Jetzt stehen wir in unserem Außengelände. Hier hat man auch noch mal einen schönen Blick auf unser Gewächshaus. Hier kommt es sehr präzise auf die Klimaregelung an. Das heißt, es gibt hier eine Schattierung und eine Lüfterklappenregelung. Wenn die Sonne zu intensiv scheint, dann wird die Schattierung zugezogen und dann werden auch die Lüfterklappen geöffnet. Dieses Glashaus, was wir hier vor uns haben, hat nichts mehr mit diesen alten Typen zu tun, die aus fest verkitteten Glasscheiben bestanden. Denn das ist flexibel. Diese Scheiben sind in Gummidichtlippen gelagert. Denn so ein Haus hat in dieser Länge eigentlich eine Mittendurchbiegung bis zu 9 cm. Und da würden sehr viele Glasscheiben zu Scherben zerfallen. Das passiert hier nicht, weil eben diese Lagerung der Scheiben flexibel ist. Ich habe das noch nie nachgerechnet, muss ich ehrlich gestehen. Aber wenn man die Stirnseiten und die Stehwände noch mit berücksichtigt und die Dachfläche, können durchaus bis zu 3000 Quadratmeter Glasfläche zusammenkommen. Ihr seht, wir haben hier sehr viele Pflanzen, die wollen alle gepflegt sein. Das macht natürlich viel Arbeit. Deswegen haben wir unseren Gemüsegarten gecancelt und haben aber immer noch einen kleinen privaten grünen Rückzugsort, wo ich euch jetzt gerne mal hinführe. Das ist so unser kleines privates Gärtchen, was wirklich sehr reduziert ist, weil ringsrum alles ausreichend da ist. Das ist so unser Ruhepunkt hier. Am Abend dann, wenn wir das Haus so ganz für uns haben, am Feuer sitzen, dann ist es natürlich vollendet schön. Das war die Roomtour durch unser Glashaus, in dem wir jetzt seit 30 Jahren leben und arbeiten. Ich kann sagen, wir würden es immer wieder so machen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut in den Kanal und abonniert ihn am besten. Und tschüss. Und tschüss, macht's gut. Uns hat's Spaß gemacht.